Hallo und herzlich willkommen zu meinem Star Citizen Tutorial über das Racen im Arena Commander. Ich bin der Cyrus und in diesem kurzen Video werde ich die Frage behandeln, mit welcher Strecke man starten soll. Der New Horizon Raceway im Arena Commander hat 3 verschiedene Strecken. Dabei handelt es sich um Old Vanderbilt, Rickard Memorial und der Fort Link. Wenn man im Multiplayer eine bestimmte Strecke fliegen möchte, muss man wissen, dass sie an die Spiellobby geknüpft ist. Die Lobby, welche den Server für das Match erstellt, fordert ihn also auf, genau seine Strecke zu starten. Welche davon nun zu seiner Lobby gehört, sieht man am Ladebildschirm. Möchte man eine andere Strecke fliegen, muss man also die Lobby komplett verlassen und eine neue erstellen, die dann wieder zufällig eine der 3 Tracks zugewiesen bekommt, und zwar so lange, bis es zufällig die gewünschte Strecke ist. In Old Vanderbilt kommt man vergleichbar schnell rein. Die Strecke ist kurz und man kann sie sich sehr schnell merken. Man kommt auch recht schnell zu einem Punkt, an dem man die Strecke ohne Crash durchfliegen kann, wenn man es nicht übertreibt. Sobald man diesen Punkt erreicht hat, ist man aber immer noch etwas von den oberen Ranglistenplätzen entfernt. Um die Strecke zu meistern, muss man sein Schiff auch während den Drifts noch beherrschen und das ist nicht so einfach zu lernen. Der Fort Link ist die längste und kurvigste Strecke, daher kommt man anfangs nur sehr langsam rein. Sehr wichtig ist, dass man sich die Strecke erstmal merkt. Im Grunde muss man immer den nächsten und übernächsten Checkpoint im Kopf haben. Um das zu üben, kann man die Strecke quasi Stop and Go von Checkpoint zu Checkpoint durchfliegen. Im Checkpoint immer stoppen und auf den nächsten ausrichten, bevor man wieder beschleunigt. Dieser Flugstil ist der einfachste und man muss dabei wirklich nicht schnell sein. Sobald man die Strecke kennt, kann man sich auf den nächsten Checkpoint ausrichten, ohne dass man ihn suchen muss. Wird man noch besser, kann man schon vorm Durchfliegen des Checkpoints die Drehung einleiten und sich das Stoppen sparen. Hat man das erreicht, gehört man auch schon zu den Besten auf dieser Strecke. Bei Rickard Memorial handelt es sich um die mittelgroße Strecke. Sie besitzt Streckenabschnitte, welche Teilen von Old Vanderbilt und der Fort Link ähneln bzw. sogar gleich sind. Somit setzt man auch gleich die Flugstile ein, welche auf den anderen Strecken sehr wichtig sind. Daher ist sie eigentlich ein gutes Mittelmaß für den Einstieg. Ich persönlich finde die Strecke allerdings recht tückisch. Einige Winkel bei den Kurven sind nicht sehr wohlwollend, was sehr oft zu Unfällen führt. Die meisten Racer empfehlen Old Vanderbilt zum Starten, weil man sich die Strecke sehr schnell merken kann und man schneller an den Punkt kommt, an dem man seine Zeit Stück für Stück verbessert. Ich persönlich habe auf der Fort Link angefangen zu trainieren und würde es auch wieder so tun. Sobald man die Strecke kennt und man verstanden hat, dass man einfach nur nicht zu schnell sein darf, hat man schnell Erfolge und ist ganz oben mit dabei. Vielleicht macht es aber auch Sinn, erst einmal Old Vanderbilt bis zu dem Punkt zu trainieren, an dem man keine Unfälle mehr baut und dann auf der Fort Link zu wechseln, bevor man mit dem Meistern startet. Wer am Anfang gleich alle Fähigkeiten erlernen will, ist wahrscheinlich mit Rickard Memorial ganz gut bedient. Zuletzt ist das natürlich auch von der Person abhängig. Ist jemand schnell demotiviert, dann sollte er auf jeden Fall auf Old Vanderbilt anfangen. Bleibt eine Verbesserung auf einer Strecke aus, sollte man vielleicht erst einmal eine andere üben und dann wieder zurückkehren. Ich hoffe, das Video konnte euch etwas Klarheit verschaffen. Weitere Tipps und Tricks gibt es dann in der Playlist Star Citizen Tutorials Racing Arena Commander. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.